Dicke Nacktschnecke. 1, 2, 3, 4. Guck mal, ich komme nicht mal oben dran. Hallöle, willkommen zu einer neuen Woche im Garten. Ich habe diverse Pflanzen mitgebracht, unter anderem meine viel zu großen Chilis. Die Paprikas stehen schon da hinten im Beet. Und meine Kohlgewächse habe ich auch alle rausgepflanzt. Also Brokkoli, Blumenkohl, Rotkohl, Weißkohl, Sellerie, paar Blumen. Ich schaue mal, wie viel ich heute schaffe, bevor es wieder anfängt zu regnen. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade so 17 Grad und nachts fällt es nicht mehr oder nur noch kaum unter 10. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Deswegen fühle ich mich wohl damit, die Sachen rauszupflanzen. Auch wenn die Eisheiligen noch nicht waren. Das hört man ja häufig, dass man nichts vor den Eisheiligen rauspflanzen soll. Habe ich mich bisher noch nie dran gehalten und das ist auch immer gut gegangen. Vielleicht werde ich irgendwann eines Besseren belehrt, aber bisher ist das nicht passiert. Ich habe dieses Jahr 3 verschiedene Sorten Chilis im Garten. Ich habe eine Cayenne Chili, das ist die Sorte Picasso. Dann habe ich Jalapenos und eine Chili mit dem Namen Lemon Drop. Die habe ich schon ein paar Mal im Garten gehabt. Meine Pflanzen sind deutlich zu groß geworden dieses Jahr. Gerade die Chilis mussten zwischendurch an ein Südfenster ausweichen und konnten nicht die ganze Zeit unter meinen Lampen im Regal stehen. Abgesehen davon habe ich zu früh gesät. Das war Ende Februar, nächstes Jahr sähe ich etwas später aus. Ich stütze Paprikas, Chilis und Auberginen dieses Jahr mit Netzen. Die Auberginen sind die Sorten White Knight und Zakoniki heißt sie, glaube ich. Ich habe mich für 3 versetzte Reihen im Beet entschieden und die Pflanzen sind ungefähr im Abstand von 30 cm gepflanzt. Paprikas und Auberginen sind im Beet und jetzt muss ich mich einmal kurz sortieren, was ich als nächstes machen muss. Das Chaos ist hier ausgebrochen. Ich habe noch diverse Blumen dabei. Da muss ich einmal zählen, wie viele ich habe und dann rechnen, wie viele hier noch in mein Beet passen und der Rest kommt dann in den Garten. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Mais und irgendwas stand noch auf der To-Do-Liste. Bohnen. Ich habe Bohnen mitgebracht. Die kommen noch in die Erde. Okay, also wir haben hier, das sind Dahlien. Eine davon ist noch nicht ausgetrieben. Da hinten ist ein bisschen Mais. Dann haben wir hier Basilikum. Das ist wilde Möhre. Dahinter kommt Hasenohr. Dahinter kommt Nährlavendel. Dahinter kommen ein paar Rudbäckchen. Und dahinter kommen Löwenmäulchen. Und dann noch größere Dahlien. Hier sind noch Artischocken, die kommen allerdings, glaube ich, beide in den Garten. Noch mehr Basilikum, Sinien, Kosmeen, Strohblumen, noch mehr Dahlien. Das ist Orleia. Das ist Schafgarbe. Noch mehr Löwenmäulchen und noch mehr Basilikum. Ich habe entschieden, ich starte mit dem Mais. Der kommt hier ganz an den Rand. Ich habe noch mehrmals ausgesät. Die Pflanzen sind dann noch kleiner, heißt ich staffel die. Hier kommen die ältesten hin, dann der nächste Satz dahin und der letzte Satz dann ganz vorne. Ich glaube, ich mache 3 Reihen. 3 Reihen und dann 20, 25 cm Abstand. Ich pflanze die Dahlien 30 cm auseinander. Das hier sind zum Beispiel Stecklinge. Da habe ich bei den Knollen, die vorgetrieben sind, die frischen Triebe rausgebrochen, ganz vorsichtig und dann in sehr feuchte Erde gesteckt. Und sie wurzeln schön aus dem Topf raus, ihnen geht super. Und jetzt kann man die ganz normal pflanzen. Das ist für mich das erste Mal, dass ich das mache. Die bilden wieder eigene Knollen aus und sind dann identische Pflanzen zu der Mutterpflanze, von der man die genommen hat. Dicke Nacktschnecke. Die wollen wir nicht hier haben. Tschüss. Okay, ich habe entschieden, die Entscheidung mit den Blumen zu vertagen. Deswegen mache ich das, was jetzt wirklich gemacht werden muss. Und zwar pflanze ich meine Buschbohnen. Die haben jetzt den ganzen Vormittag eingeweicht. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich mache hier 3 Reihen und in der Reihe so 5 bis 10 cm Abstand. Wunderbar.
Ich habe die restlichen Dahlien, noch eine Aubergine und 2 Artischocken dabei. Die kommen hier jetzt flott ins Beet. Ich beeile mich jetzt wirklich, weil ich will nach Hause. Ich bin irgendwie schon ultra lange beschäftigt hier heute. Ich weiß nicht so ganz, wo die Zeit hin ist. Eine andere Aufgabe habe ich noch, und zwar nochmal Möhren nachsäen. Die wurden mir weggefressen. Die Nacktschnecken bringen mich schon wieder zur Verzweiflung. Möhren zählen für mich mit zu den Dingen, die ich am allerliebsten ernte, weil es sich jedes Mal ein kleines bisschen wie Schatzsuche anfühlt. Allerdings habe ich jedes Jahr aufs Neue das gleiche Problem. Im Frühjahr, wo es noch schön feucht ist, fressen mir die Schnecken meine kleinen Pflanzen sofort weg in dem Moment, in dem sie keimen. Und wenn es wärmer und trockener ist, habe ich Schwierigkeiten damit, den Boden feucht genug zu halten, dass die Karotten auch tatsächlich keimen. Ich war vorgestern ehrlicherweise etwas überfordert damit, wo ich diese Blumen hinpflanze. Ich habe da jetzt 2 Nächte drüber geschlafen und dank ChatGPT habe ich jetzt einen Plan. Und der sieht aus wie folgt. Hier vorne kommen die Löwenmäulchen hin und dann Meerlavendel, Rudbäckchen, Strohblumen, Sinien und Kosmen. Das ist hierfür der Plan. Die restlichen Blumen kommen dann in den Garten und dann habe ich noch Hasenohr, Orleia und wilde Möhre. Die kommen da hinten hin quasi als Füllerbeet. Hier finde ich, sieht man den Vergleich sehr gut. Die Sinien habe ich noch nicht pinziert, entspitzt, also den Haupttrieb abgeknipst. Die sind noch einen Ticken zu klein dafür. Bei denen hier habe ich das schon gemacht und bei der hier schon was länger und bei der erst vor kurzem. Und man sieht deutlich den Unterschied. Die hier hat 1, 2, 3, 4 Wachstumspunkte, während die hier bisher, also hat die gleiche Größe, aber hatte bisher nur einen. Die fängt jetzt an, hier in den Blattachseln auszutreiben. Ich habe mir eine To-Do-Liste geschrieben, was es hier heute zu tun gibt. Als erstes decke ich meine Kohlpflanzen mit einem Kulturschutznetz ab. Das ist provisorisch, aber ich habe den Kohlweißling fliegen sehen und ich habe auch schon Eier auf meinen Kohlpflanzen gesehen. Heißt, ich darf die jetzt einmal alle untersuchen und die Eier entfernen und dann tue ich das Netz oben drüber. Ich bin mal gespannt, ob das hier hält. Das ist 2 mm Draht aus dem Baumarkt. Das ist das, was ich noch da hatte. Die Pflanzen werden offensichtlich größer als das. Das heißt, ich werde das irgendwann austauschen müssen. Aber für jetzt kurzfristig, denke ich, sollte das ganz gut passen. Ich muss gucken, dass ich an den Enden genug Überhang lasse. Weil wenn die Bögen irgendwann höher sind, soll das ja trotzdem auch am Ende noch bis zum Boden gehen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich seit Jahren von einem Ranktunnel träume, der sich als Bogen über einen meiner Wege spannt. Im Garten hat das bisher keinen Sinn gemacht, weil die Sonne aus der falschen Richtung kommt und das Ganze meine Beete beschatten würde. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, möglichst viel zu benutzen von dem, was ich schon habe. Die Dachlatten hier haben die letzten Jahre als Rankhilfe für meine Tomaten gedient. Die sind teilweise etwas morsch und als Gitter benutze ich Estrichmatten, also nicht die richtig dicken, stabilen Bausteinmatten. Ich bin mal sehr gespannt, wie stabil das Ganze ist und wie lange es durchhält. Allerdings wachsen hier auch nur Minigurken und Lufas. Ich habe keine Lust zu rechnen. Man könnte sicherlich Mathe machen. Voilà. So ist doch wunderbar, oder? Vielleicht mache ich 2 zusammen und dann das dritte hier hin und nehme dann das andere Ende und ziehe das hier rüber. Klingt das nach einem Plan? What the hell am I doing? Oh. Hoppala.
Mit etwas Geduld und ganz vielen Kabelbindern, finde ich, macht das schon einen ganz soliden Eindruck. Ich bin gespannt, ob sich meine Vision in die Tat umsetzen lässt. Ich schätze, wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.